Hallo liebe Freunde von Gitarren im Netz, willkommen zu einer weiteren kleinen Episode in meinem kleinen Kanal und mit meiner Ibanez Roadster. Ja, das ist jetzt schon das dritte Video mit der Gitarre und im letzten habe ich euch ja gezeigt, dass ich mit dem Sound meines Seymour Duncan hier hinten in der Bridge-Position nicht zufrieden war. Den habe ich eingebaut, weil der originale Pickup kaputt war. Der Sound von diesem Tonabnehmer ist nicht schlecht, aber er kommt nicht an die Klangfärbung dieser extrem heiß gewickelten Super 6 Pickups, Ibanez Pickups aus den End-70ern heran. Er passt einfach tonal nicht zum Rest. Dann habe ich im letzten Video gesagt, ich versuche 3 Möglichkeiten. Eine, ich versuche auf dem Gebrauchtmarkt noch einen Originalen zu bekommen. Das ist mir nicht gelungen. Die zweite Geschichte, ich werde versuchen, jemanden zu finden, der mir den Pickup eventuell repariert. Und da bin ich fündig geworden. Bei No Wax Pickups, dem Martin Hornauer aus dem schönen Straubing. Dem habe ich eine E-Mail geschrieben und er hat gesagt, gut, schick mir den Pickup. Ich schaue ihn mir an. Das habe ich gemacht. Er war sehr verwundert, als ich ihm geschrieben habe, ja, der hat 18 Kiloohm gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, ich schaue, ob das hingeht. Ich schaue auch, was das kostet. Ich sag's dir vorher. Und ja, dann hat er gesagt, okay, kostet alles in allem 100 €, neu wickeln, mit dem ungefähren Gleichstromwiderstand von 18 Kiloohm. Ja, und dann habe ich gesagt, das machst du. Jetzt habe ich natürlich hierfür schon 100 € ausgegeben, jetzt für die Reparatur nochmal 100 €. Wir werden sehen, ob sich das im Endeffekt dann noch gelohnt hat. Ja, nach ein paar Tagen kam es auch an. Hier ist das Paket, heute ist es gekommen. Hier ist mein Pickup drin, also packen wir mal aus. Die Rechnung 101 €. Hatte eben noch einen Schaltplan vom Seymour Duncan mitgeschickt. Oh, guck mal, wie süß. Hornauer Guitars. No Wax. Der macht übrigens auch Gitarren. Bierdeckel. Guck mal. Die Webseite könnt ihr mal gehen. No Wax. Toll. Okay. Wenn ich mir sowas leisten könnte. Ach, das ist wohl der gute Martin. Hi Martin. Und jetzt kommen wir zum Pickup. Ich habe ihm den in den Seymour Duncan gelegt. Und hier ist der Pickup. Wieder schön umwickelt, angeschlossen. Ja. Vintage. Wir messen, was er wirklich hat, und dann bauen wir natürlich auch ein. Aber jetzt muss ich erstmal hier aufräumen. So wie ihr sehen könnt, ich wollte ein bisschen Seiten sparen, waren hier erst ganz neue drauf, also habe ich den Pickup ausgebaut. Hier ist der Seymour Duncan schon wieder draußen. Jetzt baue ich den vom Martin wieder ein in sein
gewohntes Feld. So, jetzt habe ich den Super 6 wieder drin. Ich bin froh, dass ich an der Kunststoffkappe nicht rumgemacht habe. Da habe ich erst vorgehabt, die ein bisschen zu bearbeiten, dass der Thermodant noch besser reinpasst. Habe ich nicht gemacht. Jetzt ist wieder die schöne Dreipunktverschraubung. Alles da. So, jetzt rein in die Gitarre. Ja, nach dem Anhören jetzt der beiden Soundbeispiele bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie unterschiedlich die klingen. Also ich höre da ziemlich wenig. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ähm, Die klingen sich ziemlich gleich. Vielleicht hat er hier noch ein bisschen mehr eine andere Rundheit in den Bässen. Vielleicht nicht ganz so singend, ja, oder nicht ganz so bassig. Ja, so unterschiedlich klingen sie wirklich nicht. Aber das Instrument hat meines Erachtens ja jetzt wieder eine tolle Balance. Die Original-Hardware, bis auf die neue Entwicklung, ist wieder drin. Die Verschraubung ist wieder, sie ist wieder ganz im Original. Und dafür hat sich dann
denke ich, das Wickeln lassen beim lieben Martin Hornauer doch wirklich gelohnt. Ja, jetzt habe ich 100 € für den Selmo Duncan ausgegeben. Okay, vielleicht brauche ich den irgendwann in einem anderen Projekt nochmal. Bin jetzt froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe und beim Martin gelandet bin. Also den kann ich nur wirklich euch empfehlen, wenn ihr so einen Job habt. Und ich werde gleich auch nochmal bei den Gitarren gucken. Da sind Schmuckstücke dabei, aber ich glaube, die werde ich mir nicht leisten können. Ja, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte dalassen und vielleicht sogar ein Abo. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.